Hallo zusammen und willkommen zu Vampyr, aka Vampyr. Diesmal offstream. Ich habe ja im Stream angefangen, die ersten 2 Stunden zu spielen und habe jetzt aber mich entschlossen, es als Let's Play fortzusetzen. Ich habe schon wieder die komplette Steuerung vergessen. Aha, das... Ah ja, okay. Vampir-Sinne. Ja, ja, mit V. Ja. Unbekannt. So, was muss ich denn machen? Sprich Harriet im Krankenzimmer an. Ich wollte das gerade mit Controller mal ausprobieren. Das Problem ist... Dr. Tippets, okay. Das Problem ist, dass ich dafür einen Xbox-Controller bräuchte, weil das Spiel leider nicht in der Lage ist, Controller umzuschalten. Sodass ich eventuell auch mit meinem PlayStation-Controller spielen könnte. Aber never mind. Wir kriegen es auch so hin. Ich glaube, können wir hier oben... Ne, hier oben konnten wir nichts machen. Okay, also wir müssen einen Verräter im Krankenhaus finden und dafür mit Schwester Harriet sprechen. Die habe ich doch gerade irgendwo gesehen, aber jetzt weiß ich nicht mehr so richtig, wo sie hin ist. Da hinten ist da ist jemand. Wo ist er hin? Die doch gerade noch gesehen, willst du mich verarschen? Dr. Swansea? Kann ich hier was rausmachen? Oh yeah. Das ist verschlossen. It's locked. Der macht ziemlich lustige Bremsbewegung. Und dann sammeln wir mal schön, ne? Man kann ja nie wissen, wofür man den ganzen Bügelfusel braucht. Wie öffne ich mein Inventar? Ah ja. Das bin ich. Ich überlege schon die ganze Zeit, ne, ob ich hier irgendwie meine Waffe ändern sollte. Aber so richtig zufrieden bin ich mit meiner Waffenauswahl noch nicht. Oben mit Inhaltsstoffe. Handlung. What? Handlung gegen Kopfschmerzen. Achso. Wunder. Okay. Erfolg. Was ist das? Bring die Geldbörse zu ihrem Besitzer. Ja. Okay. Was ist das? Keine Untersuchung, okay. Kann ich den hier besser machen? Okay. I got nothing. Nothing. Na gut, dann nicht. Dann gucken wir einfach so nochmal rum. Harriet, bist du jetzt langsam mal hier in unserer Nähe? Ist bestimmt nach draußen gegangen. Irgendwo hin zu den Bedürftigen. Konnte ich klar mal ausweichen? Gott, ich weiß nichts mehr. Ich weiß nichts mehr. Hawkins, Dawn, unbekannt, Dorothy, ich folge einfach mal da meiner Markierung. Hier wird's ja... Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Persönliche Fragen. R für Details. Have you heard of any underhand dealings within the hospital? I don't have time for such nonsense, Doctor. I've work to do. Ja, pissig. Blackmail is a serious matter, Nurse Hawkins. Everything is serious around here, Dr. Reid. Starting with patients who need me.
Are you certain? You seem nervous. If you have something in mind, just speak up, Doctor. Otherwise, stop breathing down my neck. Ja, scheint mir ein bisschen pissig. Aha, also 2 Hinweise bräuchten wir noch. Wohnkreis. Milton Hooks. Okay. Ach, das ist die, die denkt, sie ist ein Vampir, ne? Persönliche Fragen. Goodbye, Nurse Hawkins. Genau, goodbye. Achso, das ist dieses Anvisieren. Ich versuche gerade, mich daran zu erinnern, wie man ausweicht. But it's gone. It's all gone. Milton Hooks. Unbekannt. Wo ist die Tante denn? Opium. Pepper Hawkins. Dorothy Crane. Unbekannt, unbekannt. Wer bist Good du? evening, sir. I'm Dr. Reid. I don't know if a third opinion is needed. I see. I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Persönliche Fragen. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reid. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Ah, okay. Die Are you streiten sich darum, wie man satisfied den with your behandeln treatment soll. here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reid? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Nein, wir helfen dir nie. Good. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a bloody... Don't waste your time. Wer bist du? Kenne ich dich schon? Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Die Heilung eines Bürgers verbessert seine und belohnt dich mit EP. Ah, drücke E um den Gesundheits... Okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Medizin geben. You are not a burden, sir.
Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Handlung gegen Erschöpfung. Ah. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? Nö. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to go now, sir. I'm alright. Don't waste your time Auf with me. Wiedersehen. Oh, er holt sich. Nice. Who are you? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Ah. Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reid, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Die sind alle ganz schön gemein zu mir. Goodbye, Mrs. Goswick. Nicht mal dumme alte Kuh. Pass auf, dass ich dich nicht aussauge. My sweet girl. My sweet girl. Guck mal, wir können eine Mülltonne durchsuchen. Ja, nice. Wir können hier einfach super weit weggehen, ey. Ist ja ein bisschen übel. Sprich mit ihm. Wir finden Harriet nicht. Harriet! Was ist denn das? Oh. Eis. Okay, jetzt sind wir wieder in unserem Zimmer. Na, das habe ich ja spitze gemacht. Harriet! Ich finde sie nicht. Wo ist sie? 23 Meter nach unten. Ah, nee, zu dem will ich auch nie. Wer bist du? Kenne ich dich schon? Naja. Dich kennen wir schon. Okay. Ich glaube, bin ich gerade eben schon raus. So kann ich den hier nirgendwo drüber hopsen. Ah. In Spielen abgeneigt, in denen ich nicht springen kann. Ach, dort. Hey, Mann. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Hallo. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know War how long überhaupt I've been a keine- patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here.
This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Okay. Au. Oh. Ja. Nein. Nein. Ich möchte gern... Kleiner Beutel voller Ramsch. Ist da irgendwas drin, das ich öffnen kann? Dieser Gegenstand kann in wiederverwertbare Teile zerlegt. Was? Wie mache ich das? So, wahrscheinlich muss ich da an meine Werkbank oder so gehen, ne? The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Finde Schwester Pieper Hawkins. Oh, hey Mann. Die machen doch für alle die Beine breit. Wo ist denn jetzt mein... Hä? Willst du mich verarschen? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Ah, ich finde die auch ein bisschen... Goodbye, Nurse Hawkins. Irgendeiner von denen, ich weiß nur nicht mehr welche, trifft sich doch mit irgendwem. Und eigentlich dachte ich, dass es die Pieper ist. Another night. Surely I can endure. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the Die nurses? sie uns schon I've seitlich never heard of such a anschielt. thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Goodbye, Nurse. The patients are not fools. They know we are overwhelmed by this horrifying epidemic. It's only a matter of time before the... Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Wie ist die Reid. denn so schnell hergekommen? Was? Goodbye, Nurse Hawkins. Finde Dorothy. Ah. Wo höre ich denn das hier gerade reden? Warum kann ich die denn mit meinem Vampirsinn nicht... Was ist denn das hier? Okay. Unten. Wie kommen wir denn runter?
irgendwie... Die sind irgendwo unter uns, aber wie kommen wir denn runter? Okay. Ach da. What the... Lauschen. Drücke V, um deine Vampirsinn zu aktivieren. Wenn sich ein Bürger verdächtig verhält, schlägt sein Herz schneller und leuchtet. Indem du ihn anschaust, schaltest du besondere Interaktionen frei. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ich glaube, ich hätte nicht sofort auf F drücken sollen. Fupp, ist das Boot weg. Abgelegene Orte.